der Bill hat schon natürlich auch auf Ästhetik geachtet, aber er hat nicht die große Geste gemacht, um sich als Architekt zu verwirklichen, wie das eine Zaha Hadid oder andere Architekten machen. Ich bin an diesem Bild 3:4:5, was da hängt im Wohnraum, bin ich etwa ein Jahr vorbeigelaufen und habe es einfach schön gefunden. Und irgendwann wollte ich einfach diesen innergeistigen Betriebsgeheimnissen von Max Bill mal auf die Schliche kommen. Mein Name ist Anja Gutenberger und das ist Bauhaus Faces. Hallo und herzlich willkommen zu meinem in der Regel englischsprachigen Podcast Bauhaus Faces, in dem ich in jeder Episode mit Erben und Bauhausexpertinnen und Experten das Leben und Werk von Bauhäuslern beleuchte. Heute melde ich mich zum nunmehr zweiten Mal auf Deutsch für eine Bonusfolge zum eigentlichen englischsprachigen Podcast über Max Bill. Und auch diese Folge solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Denn dort habe ich mit der Kunsthistorikerin und Bill-Witwe Angela Thomas, Filmemacher Erich Schmid vom Bill-Haus und dem Leiter des HfG-Archivs Martin Mentele über Max Bills Weg als Gold- und Silberschmiedlehrling an der Kunstgewerbeschule in Zürich, zum Studierenden am Bauhaus in Dessau, zum Architekten und Leiter des Bauhaus-Nachfolgers HfG Ulm und schließlich zu einem der bedeutendsten internationalen konkreten Künstler gesprochen. Und das waren nur die Highlights, denn Max Bill hat sich auf so vielen Gebieten bewegt. Er war Architekt, Bildhauer, Maler, auch Hochschullehrender und Lokalpolitiker. Nachdem ich vergangenes Wochenende bereits das gesamte Gespräch mit Martin Mentele über die HfG Ulm als erste Bonusfolge auf Englisch veröffentlicht habe, und ja, auch dieses Gespräch solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen, folgt nun also wie versprochen das Gespräch mit Angela Thomas und Erich Schmid im Bill-Haus in Zumikon. In dieser Bonusfolge hört ihr wieder jede Menge zusätzliches Material, das es nicht in den eigentlichen Podcast geschafft hat. Aber ich verspreche euch, es lohnt sich, die etwa 1 Stunde 50 anzuhören. Die beiden haben viele interessante Details mit mir geteilt und auch über die Perspektive des Bill-Hauses gesprochen. Reinhören lohnt sich also. Noch eine Kleinigkeit in eigener Sache, wie immer. Wenn ihr die Folge mögt, würde ich mich freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, eine 5-Sterne-Bewertung für Bauhaus Faces auf Spotify oder Apple Podcast abzugeben oder einen Daumen hoch auf YouTube. Und wenn ihr noch Freunde, Familie oder Kolleginnen oder Kollegen kennt, die sich für Bauhaus Faces interessieren könnten, dann empfehlt ihnen meinen Podcast bitte weiter. Das geht zum Beispiel auch in Spotify und Apple Podcast direkt als SMS oder WhatsApp. Folgt mir gerne auch auf Instagram, dort bin ich als @BauhausFacesPodcast unterwegs. Und jetzt geht's auch schon los mit Angela Thomas und Erich Schmid über Max Bill. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, dass Sie mich eingeladen haben ins Max-Bill-Haus. Stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor. Angela Thomas. Max Bill war 2-mal verheiratet und ich war seine 2. und letzte Ehefrau und Witwe. Und für mich war Max Bill damals im Olymp, als ich ihn kennenlernte. Ich wusste, dass er eine wichtige öffentliche Figur ist, aber die 20 Jahre, die ich dann mit ihm erlebt habe, die letzten 20 Jahre seines Lebens, das war für mich dann mein Privatleben. Aber jetzt in den letzten Jahren habe ich angefangen, eine Biografie von Max Bill zu schreiben. Die 2 ersten Bände sind publiziert, von seiner Geburt bis ins Jahr 1952 erstmal, und er hat bis 1994 gelebt. Also es ist sehr viel passiert in diesem Leben. Er ging durch sehr viele Läden, durch sehr viele Flughäfen, durch sehr viele Bahnhöfe. Und Max Bill starb 1994 in Berlin im Flughafen Tegel. 2 Jahre danach habe ich Erich Schmid kennengelernt, der dann 1998 mein zweiter Ehemann wurde. Und er hat mit mir von Beginn an in diesem Haus gelebt, was Max Bill gebaut hat. Das war Bills zweites Atelier und Wohnhaus. Es gibt noch ein früheres aus den 30er Jahren in Zürich-Höngg. Und da Erich so lange, also so nah dann hier wirklich hautnah mit
Bill und seinen Werken und seiner Architektur zu tun hatte er dann auch die Idee, einen Film über Max Bill zu machen. Das kam nicht von mir, war kein Auftragswerk. Und er hat das als Regisseur dann realisiert. Und der Film heißt Max Bill, das absolute Augenmaß. Und wir waren bis jetzt damit in gut 20 Ländern. Also es hat uns selber sehr überrascht und sehr gefreut. Mein Name ist Erich Schmid, ich komme vom Journalismus her und sie hat mich gekannt, bevor ich sie kannte. Sie hat mich nämlich mal ausgestellt in einer Fotoausstellung, weil ich damals noch fotogen war, offenbar. Und wir haben uns dann kennengelernt, sehr viel später, an einer Vorführung meines ersten Kinofilms. Seither sind wir zusammen, das ist eigentlich ein Zufall und die Liebe hat uns zusammengeführt. Und praktisch alles, was ich von Bill weiß, weiß ich von ihr. Und ich habe aber vielleicht ein bisschen einen weniger befangenen Zugang als sie, weil ich ja von außen komme. Also ich habe Bill wie nochmal ein bisschen anders antizipiert als sie. Sie konzentriert sich eher auf das Billsche Umfeld und so weiter und seine Beziehungen, weil sie auch eine Beziehung mit ihm hatte und diesem Umfeld. Und natürlich als Journalist komme ich eher von der politischen Seite und natürlich auch von der ästhetischen. Aber Bill hat mich natürlich auch deshalb interessiert, weil er auch Politiker war. Er war ja lange Zeit hier in dem Lokalparlament und nachher im nationalen Parlament, also im Nationalrat in Bern. Das ist kurz gesagt meine Biografie. Danke. Bevor wir anfangen mit Max Bills Biografie, würde ich gerne erst mal ganz kurz über Ihren Film sprechen, der mich dann doch ziemlich beeindruckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Der beginnt mit dem Zitat: Liebe ist die Grundlage des Lebens, ihr Gegenteil führt zur Zerstörung. Er sagt auch vorher noch etwas. Er sagt doch, Erotik ist die Grundlage der künstlerischen Gestaltung. Und nachher sagt er, Liebe ist die Grundlage des Lebens. Ihr Gegenteil führt zur Zerstörung. Warum auch immer ist mir nur dieses Zitat im Kopf geblieben, weil ich fand es sehr prägnant. Ja. Und ich habe mich gefragt, wieso dieses Zitat? Weil in diesem Zitat kommt natürlich schon seine Herkunft und seine Geschichte zum Ausdruck. Also er redet von Zerstörung. Das heißt, er hat die Zerstörung erlebt, also im Zweiten Weltkrieg und schon im Ersten Weltkrieg als Kind. Natürlich hat er schon das mitbekommen. Und dann im Zweiten Weltkrieg noch einmal. Er weiß, was auf dem Spiel steht in Sachen Liebe und in Sachen Zerstörung auf der anderen Seite. Also der Hass führt eben zur Zerstörung. Und die Erotik als Motor für die künstlerische Gestaltung, das ist, würde ich sagen, war sein Motor wahrscheinlich. Er war auch ein Womanizer, wie meine Ehefrau Angela sagt. Und von daher kann ich das eigentlich sehr gut nachvollziehen. Und wieso haben Sie dann letztlich die Entscheidung getroffen, den Film über den ersten Mann Ihrer jetzigen Frau zu machen? Das war ganz etwas Profanes, ganz Einfaches. Es hatte den 100. Geburtstag. Wir haben uns bemüht, dass es Ausstellungen gibt im Kunsthaus in Zürich und die haben nichts machen wollen und haben ins Haus konstruktiv gesteckt und in Winterthur haben sie noch eine Ausstellung gemacht. Und da fand ich also gut, dann setze ich dem etwas entgegen und mache einen Film. Ja. Und die Idee kam wirklich von mir, aus dieser Tatsache heraus, dass wirklich nicht sehr viel gemacht wurde zum 100. Geburtstag von Max Bill, und weil ich fand, er verdient etwas mehr. Und dann habe ich diesen Film gemacht. Also wenn ich ergänzen darf, den Teil, den ich von Max Bill geerbt habe, es war eine sogenannte reale Erbteilung. Ich habe die Hälfte seines Werks geerbt und sein Sohn die andere Hälfte, sein Sohn aus erster Ehe. Und mit den Werken, die ich bekommen hatte, haben wir in Herford, im Museum Martha Herford in Deutschland, hat Jan Hut
die Ausstellung kuratiert und das war eine wunderschöne Ausstellung, also auch 2008. Und der erste Band meiner Biografie erschien auch 2008. Also wir haben aus diesem Haus heraus wieder etwas an die Öffentlichkeit zurückgegeben von dem, was wir hier bekommen haben. Wie schön. Erzählen Sie mir doch ein bisschen über Max Gills Kindheit und Jugend. Wie war das familiäre Umfeld? Wo kam er her? Was haben seine Eltern getan? Also wie war so sein erster Auftakt im Leben? Also bevor Max Bill geboren wurde und bevor sein Vater geheiratet hat, war der in der Schweiz in den Bergen auf dieser Jungfrau-Joch-Bahn. Also hatte wunderbare Natur um sich, Bergluft. Und als er heiratete, kam er nach Winterthur und wurde dort der stellvertretende Chef vom Hauptbahnhof Winterthur. Und Max Bill ist dann direkt neben dem Bahnhof in einem bahneigenen Haus als Kind aufgewachsen, also wörtlich direkt neben der Schienen. Das sieht man auch im Film von Erich. Das Elternhaus ist inzwischen abgerissen. Also er kam aus dieser wunderbaren Schweizer Natur in diese Industriestadt hinunter. Und Max Bills Mutter war eher diejenige, die mehr den künstlerischen Flair von zu Hause hatte. Einer ihrer Brüder, der Ernst Geiger, war erst an der ETH und hat studiert und wurde Förster. Aber nach dem Studium wurde er dann Maler und er hat großen Einfluss auf Bill schon als Kind gehabt, hat ihm den ersten Malkasten geschenkt. Und dieser Ernst Geiger hat in der Schweiz mit damals wichtigen, namhaften Künstlern zusammen ausgestellt, mit Giacometti, Segantini, Kuno Amiet. Also er war schon jemand. Und er hat dann Bill auch darin unterstützt, als er ans Bauhaus wollte. Der Vater war nicht unmusikalisch, also war auch an der Kunst interessiert, ging mit Bill auch ins Museum in Winterthur, aber die künstlerische Art, da kam deutlicher ausgeprägt von der Mutterseite her. Und Bills Großvater hatte eine Weinhandlung, der Großvater mütterlicherseits und der Großvater väterlicherseits, der war wie so viele Schweizer Uhrmacher im Emmental. Und Max Bill hat dann auch, es gibt so wie ein Allgemeinverständnis in der Schweiz, dass die Emmentaler einen ziemlichen Dickschädel haben und der Bill hat sich also auch darauf berufen, dass er das von seinem Großvater väterlicherseits geerbt hätte. Und in der Schweiz gibt es nicht nur den Geburtsort, sondern auch den Bürgerort. Das ist, wenn man armengenössig wird, wenn man verarmt, würde man in den Bürgerort zurückgeschickt und die werden dann verpflichtet, einen zu ernähren. Das hat sich heute ein bisschen verändert, aber von seinem Bürgerort her ist Bill ein Bürger vom Kanton Bern gewesen, von der Gemeinde Moosseedorf, während er eben in Winterthur geboren wurde. Und seine Mutter kam aus dem Kanton Aargau. Also er hatte wie ein Vaterland und ein Mutterland, weil für die Schweizer sind die Kantone sehr wichtig, die Kantonszugehörigkeit. Das habe ich selbst, als ich aus Deutschland in die Schweiz kam als Studentin, habe ich das wie nicht nachvollziehen können, aber inzwischen habe ich das realisiert, dass das tatsächlich so ist. Als junger Mensch war Max Bill in Zürich an der Kunstgewerbeschule, hat eine Lehre als Gold- und Silberschmied nicht ganz abgeschlossen, weil er aus der Schule rausgeschmissen wurde, weil er einmal nach der Fasnacht nicht abgeschminkt in die Schule kam und sich auch sonst einige Freiheiten erlaubt hatte, war aber sehr talentiert und seine ersten Gebrauchsobjekte, heute würde man sagen Design, wurden schon 1925 in Paris ausgestellt und damals war Sophie Teuber-Arp in der Jury, die an der Kunstgewerbeschule unterrichtete. Also Bill kannte sie, aber er hat keinen direkten Unterricht bei ihr gehabt, weil sie hat die Textilklasse geleitet. Und so ist er als noch nicht ganz 17-Jähriger auch das erste Mal in Paris
gewesen, wurden seine Objekte ausgestellt, war natürlich großartig für einen jungen Menschen, schon so eine Anerkennung zu erfahren. Und als er in Paris war, hat er die Pavillons von Melnikow gesehen, den sowjetischen Pavillon. Das hat ihn sehr beeindruckt und den von Le Corbusier. Und daraufhin hat er sich entschieden, dass er eigentlich gerne Architekt werden möchte, weil es hat ihn so beeindruckt. Und er hatte dann eben inzwischen in Zürich in einer Buchhandlung Lektüre zufällig übers Bauhaus gefunden und hat dann gefunden, da gehe er hin, da möchte er sich weiterbilden lassen. Also er hatte keine abgeschlossene Lehre und er hatte kein Abitur. Wenn er Abitur gehabt hätte, hat er mal gesagt, dann hätte er gern Geologie studiert, weil auch über seinen Onkel, der Maler war, der machte auch Exkursionen in der Schweizer Natur. Der ist von seinem Heimatort Bruck bis nach Solljow, also wörtlich über die Berge gewandert und hat seine Doktorarbeit übers Bergell geschrieben. Also der hatte viel Beziehung zu den Materialien und das hat Bill auch gehabt. Wenn Bill irgendwelche Objekte irgendwo hingelegt hat, dann haben die eine spezielle Aura gehabt. Das kann nicht jeder. In welchem Jahr befinden wir uns, in dem Jahr, wo er in Paris ist und seine Arbeiten ausstellt? Paris, das war 1925 an der Exposition des Arts Décoratifs International. International, des Art Dekorativ, und übrigens kommt von dieser Ausstellung her der Begriff Art Deco. Art Deco wurde da als Begriff begründet. Mhm. Jetzt kannst du wieder weiter. Wie ging es dann weiter? Also er hat entschieden, er will ans Bauhaus in Dessau gehen. Seine Mutter hat sich scheiden lassen von seinem Vater. Das war auch im April 1927, als er dann von Zürich ans Bauhaus ging, nach Dessau. Und das war dasselbe Jahr, in dem auch der linke Basler Architekt Hannes Meyer ans Bauhaus kam, nach Dessau. Und dann wurde die eigentliche Bauabteilung erst eröffnet. Und Gropius ging ja 28 weg. Und Bill musste aber wie alle anderen auch, die ans Bauhaus kamen, erst in den Grundkurs, also obwohl er eine fast abgeschlossene Lehre hatte. Und der war bei Josef Albers. Der war sehr wichtig, weil Albers den Studierenden diese Ästhetik und Ethik vermittelt hat, dass man für die Produkte, die man in die Gesellschaft hinaus entlässt, dass man dafür Verantwortung übernehmen muss. Man muss die begründen können. Und das hat Bill dann später auch in der von ihm entworfenen Hochschule für Gestaltung in Ulm, wo er der erste Rektor war, dann auch versucht, so dort seinen Studierenden zu vermitteln, die dann mit ihren Designprodukten eben auch gegenüber der Industrie die verteidigen mussten, ihre Stellung behaupten mussten im wörtlichen Sinne. Und nach dem Grundkurs bei Albers kam Bill kurz in die Metallwerkstatt bei Moldinor und war auch mal in dessen Meisterhaus eingeladen zu Lucia und Laszlo. Und da blieb er aber nicht lange, weil vom Metier her konnte er das ja schon, hatte er diese Handfertigkeit. Und er ging dann sowohl zu Klee als auch zu Kandinsky in die freien Malklassen. Und mit Klee konnte er Schweizerdeutsch reden. Und das haben die Deutschen natürlich nicht verstanden. Da haben sie wie so eine kleine Sprachinsel gehabt. Das war eine spezielle Verbundenheit. Und dann war Bill am Bauhaus stilistisch auch recht nah dran an Klee, ist aber sehr rasch nach dem Bauhaus davon schon weggekommen. Zum Beispiel eben das Bellrelief, was wir hier hängen haben, 1930, 31, das ist schon völlig Bill, völlig sein eigener Stil. Und außer in diesen freien Malklassen war er dann noch in der Bauhausbühne bei Schlemmer 1928. Und er sagte, das war die Werkstatt, wo man sich natürlich am freisten betätigen konnte. Wieso nicht die Architekturklasse, wenn er hinterher Architekt geworden ist? Weil man eben erst nach der Grundlehre eine Werkstatt durchlaufen musste und erst danach hätte man in die Architekturabteilung aufgenommen werden können. Und da er ja die Metallwerkstatt nicht abgeschlossen hatte und da er aus wirtschaftlichen Gründen, aus Geldmangel,
im November 1928 das Bauhaus offiziell schon wieder verließ, ging er auch da ohne Diplom weg. Also in irgendeiner Art kann man schon sagen, dass Bill Autodidakt war, obwohl er also hervorragende Lehrer hatte, hervorragende Meister. Ich habe ihn dann auch mal gefragt, ob er auch von Frauen was gelernt hat, und dann hat er 2 Namen genannt. Und die waren? Das eine war die Gret Palucca, die am Bauhaus nicht nur als moderne Tänzerin aufgetreten ist mit ihren Performances, sondern die eben den Studenten und Studentinnen auch Übungen gezeigt hat, die selber machen konnten. Und Bill ging einer dieser Übungen mal auf der Bauhausbühne nach, als ihm eben ein Kommilitone, der am Trapez war, ins Gesicht in die Zähne schlug und ihm einige Zähne ausschlug. Und die andere wichtige Frau, das war eine Galeristin in Paris, die Jeanne Buchet, die auch dann während der Resistance also sehr wichtig war. Ihre Galerie war quasi der Briefkasten für Resistance-Mitteilungen. Und er ging da eben mit seinen Stapel Aquarellen, die noch diesen Clayschen Einfluss hatten, ging er zu Jeanne Buchet und hat gedacht, er könne jetzt gerade ausstellen. Und sie hat gesagt, Sie sind doch ein junger, talentierter Mann. Kommen Sie in einem Jahr wieder mit eigenen Arbeiten. Wir alle lieben Paul Klee. Also sie hat ihm gewissermaßen einen Tritt in den Hintern gegeben, aber den richtigen Rat zur richtigen Zeit. Und sicher war er erst völlig entsetzt und frustriert, aber er hat das beherzigt, hat das realisiert, was das bedeutet, und kam dann wirklich sehr schnell in seinen eigenen Stil hinein. Also Sie haben auch gefragt, warum ging er ans Bauhaus? Also du hast einmal gesagt, die Eltern haben sich ständig nur gestritten, natürlich, bis es dann zur Scheidung kam. Und du hast mal gesagt, er sei auch ein bisschen von diesem Streit, wollte er wegkommen und möglichst weit weg. Das hat sicher etwas mitgespielt. Und das Zweite, was ich vielleicht ergänzen wollte, ist, der Albers hat dann eben gesagt, man muss das, was man in die Gesellschaft entlässt, an Gestaltung, muss man auch verantworten können. Und das, meine ich, findet man in seiner späteren Kunst wieder, indem er nämlich seinen Werken Titel gegeben hat. Und zwar Titel, die eigentlich das Werk erklären bis zu einem gewissen Grad und überprüfbar machen und dass man sie eben auch nachvollziehen kann. Das heißt, wenn er ein Werk betitelt hat mit 3 zu 4 zu 5, dann ist es ganz konkret in einem Bild, ist es ein Dreieck, ein Viereck und ein Fünfeck innerhalb eines Quadrats mit den gleichen Flächen und so weiter und gleichen Farbintensitäten. Also das war sicher etwas, was wahrscheinlich vom Albers kommt und von dieser Verantwortung. Und diese Verantwortung auch deklarieren, offenlegen. Wie konnte er sich das dann leisten, ans Bauhaus zu gehen? Er hatte damals an einem Wettbewerb teilgenommen für Sucha Chocolat, für die Schokoladenfirma. Und diese Wettbewerbsbeiträge wurden anonym eingeliefert. Und er hat den ersten Preis gewonnen, hat mir dann erzählt, dass die Juroren wahrscheinlich angenommen hatten, dass der Entwurf von einem seiner Lehrer gemacht worden sei, von der Kunstgewerbeschule. Also hat einfach ein Riesenglück gehabt und hat da ziemlich viel Geld bekommen. Und hat seinem Vater gesagt, also er finanziere die Hälfte seines Bauhausstudiums selber und die andere Hälfte sollte der Vater bezahlen. Es kam aber nachher, also der Bill war dann ziemlich verschuldet bei seinem Vater. Das Geld hat irgendwie nie gereicht. Und Hans Fischli, der etwas später dann auch nach Dessau kam und mit Bill so wie in der WG in einem Dachstock wohnte, der hat, glaube ich, von seinem Vater eine monatliche Summe bekommen, aber das Geld hat einfach nie gereicht. Und es gibt ja dann diese Geschichte, dass sie zu dritt noch mit der Kommilitonin Hilde Rantsch mal auf den Feldern Rhabarber klauen gegangen sind und sie wollten damit Marmelade machen und in der Bauhausmensa verkaufen.
Aber als sie diese Marmeladepötte vorbereitet haben, hat es irgendwie dann so aufgeploppt, also ist vergoren, sie haben irgendwas nicht richtig gemacht. Und dann mussten sie wieder nachts im Garten ihrer Vermieterin heimlich diesen Mus vergraben. Und dann haben sie die Pötte genommen und da halt Blumen reingesteckt und den Bauhauskommilitonen dann Blumen geschenkt. Und ein bisschen später, als Bill einmal in den Bauhausferien war, hat Hans Fischli die Möbel verkauft, die Bill gehörten, und dem Bill dann nichts davon abgegeben, von dem Erlös. Und dann war dann der Bill eine Zeit lang sauer. Und als beide wieder in der Schweiz waren, hat er einen Rechtsanwalt beauftragt und wollte eigentlich also das Geld einklagen. Und der Rechtsanwalt hat ihm gesagt, dieser Fischli, der sei einfach nirgends zu finden. Und dann hat der Bill gesagt, ist doch klar, dass der nicht polizeilich gemeldet ist. Der ist Kriegsdienstverweigerer. Der wollte nicht ins Militär, was Bill ja wieder gut fand. Irgendwie hat er dann realisiert, also dass es gescheiter ist, wenn sie sich künstlerisch wieder zusammentun und da zusammen gegen die konservativen Künstler sich als Gruppe formieren, was sie dann auch gemacht haben. Aber eben, also vom Bauhaus ging er aus wirtschaftlichen Gründen natürlich auch in Zusammenhang mit diesem Unfall auf der Bauhausbühne, wo ihm die Zähne rausgeschlagen wurden, und er hatte ja dann lebenslang eine Platte im Gaumen. Und das sieht man übrigens auch, wenn man genauer hinhört. Wenn er spricht, da stoßt er ein bisschen mit der Zunge an, ganz wenig. Es hatte noch wirklich Spätwirkungen auch noch auf seine Ausdrucksweise. Und das hat ihn wirtschaftlich ruiniert, diese ganze Zahnarztrechnung, ganz einfach. Ich würde gern noch in der Zeit im Bauhaus ein bisschen verweilen und weiterfragen. Sie hatten ja vorhin schon angedeutet, Frau Thomas, dass er mit Paul Klee, was war denn mit Hans Witwer und Hannes Meyer, die ja auch Schweizer waren, aus Basel zwar? Gibt es da Unterschiede zwischen den Schweizern oder gehörten die zu dieser exklusiven Gruppe, sagen wir mal so, am Bauhaus dazu? Naja, da Bill nicht offiziell in die Architekturabteilung aufgenommen war, aber gleichwohl es irgendwie geschafft hat, die Statikkurse von Mart Stam zu hören. Und Mart Stam war ein linker niederländischer Architekt, der am Bauhaus unterrichtete und den Gropius sogar mal als seinen Nachfolger vorgesehen hatte, was Stam aber abgelehnt hat. Da hat Bill eine Beziehung dazu gehabt. Kat Boot war seine Kommilitonin und die hat ja in der Architekturabteilung studiert. Und Bill kannte auf jeden Fall auch Lotte Bese, also damals schon. Ich habe mal von den beiden in späteren Jahren, als sie sich am Bauhausarchiv trafen, ein Foto aufgenommen, wo sich wirklich dermaßen herzlich begrüßt, aber es war also extrem herzlich. Und es wird ja so generell immer von der Bauhausfamilie gesprochen, aber natürlich gab es da unterschiedliche emotionale Beziehungen, und da würde ich sagen, das war eine sehr starke, eben Stam und Bese. Und ich weiß nur auch, Bill hat sich vom Bauhaus aus, obwohl er ja nicht in der Architektur war, hat er ja gleichwohl sich auch an Architekturwettbewerben beteiligt, an einem in Osaka in Japan. Da war er der einzige westliche Architekt, der was eingereicht hatte, dann auch in Zusammenarbeit mit Hans Fischli. Und auch Hannes Meyer hat dann einen Entwurf gemacht, ich glaube, für die Schweizer Landesbibliothek. Und die wurden schon auch im Bauhaus dann irgendwie aufgehängt und angeschaut. Aber wie intensiv da der Kontakt war, das kann ich nicht sagen. Da hat der Bill mir nichts drüber erzählt. Hannes Meyer hat dann ja eine Bauhausbrigade gemacht, die in die UdSSR ging. Und Max Bill wollte aber mit der anderen gehen, eben wo der Mart Stam dabei war und der Ernst May, der Frankfurter Stadtbaumeister. Da hat er sich als Reklametechniker beworben, 1930. Und das hat auch den Zusammenhang, als Bill ans Bauhaus kam, im selben April 27 war auch Malevich zu Besuch am Bauhaus.
der auch gerne dort unterrichtet hätte, aber auch kein Deutsch konnte. Und Bill hat mir immer erzählt, es gab zwar eine Bibliothek, aber da hätte man durchs Büro von Gropius gehen müssen, um dahin zu kommen. Also es war wie eine Hemmschwelle. Aber in der Mensa, da hätten Zeitungen aufgelegen mit russischen und polnischen Schriften und Abbildungen. Lesen konnte er das nicht, aber er hat die Abbildungen gesehen, die damals schwarz-weiß waren. Und er hat gefunden, aufgrund dieser Abbildungen, die sind da weiter in der UdSSR als wir am Bauhaus. Und deswegen wollte er in die UdSSR. Und natürlich nach der Revolution von 1917 war das ja sowieso eine große Faszination für die jungen Leute, was da passierte. Und wie gesagt, er hat sich dann im Sommer 1930 bei der Brigade beworben und Stamm hat ihm geantwortet, die Brigade sei schon voll. Da war auch Hans Schmidt dabei, mit dem Bill dann auch später auf jeden Fall befreundet war, gut bekannt, die auch zum Teil zusammengearbeitet haben. Und die Ehefrau von Hans Schmidt hat dann das gemacht in der UdSSR, was Bill hätte machen wollen, wo er aber abgelehnt wurde. Und ich wollte auch noch was zu Tolziner sagen, weil Tolziner war mal hier zu Besuch und Tolziner war mit in der Brigade in der UdSSR und am Anfang haben sie ja diese westlichen Architekten gebraucht, weil ihnen das Know-how fehlte. Und dann wurden die Architekten aber für die Mängel der Bauarbeiter verantwortlich gemacht, die ihre Bauten ausgeführt haben, die auch nicht genügend geschult waren. Und Tolziner, der in der Sowjetunion blieb, der kam in den Gulag. Ist verurteilt worden, eben weil man diesen Architekten dann die Bauschäden ankreidete. Hans Schmidt ist relativ spät in die Schweiz zurückgegangen, aber Tolziner war im Gulag und hat dann kleine Postkarten gezeichnet mit Kunstmotiven, die er dem Wachpersonal verkaufte. Als er rauskam aus dem Gulag, hat er den Stempel drin gehabt, dass er im Gulag war. Also er konnte wieder keinen Job. Man hat dann draußen vor dem Gulag weiter diese Karten verkauft, bis er dann irgendwann nach Moskau konnte. Und er war dann hier, weil es eine Hannes-Meyer-Ausstellung im Kunstgewerbemuseum, hieß es damals noch, heute heißt es Museum für Gestaltung, in Zürich gab und hat uns hier besucht. Und ich bin, weiß Gott, keine großartige Köchin, aber ich hatte irgendwas gekocht und er hat gesagt, er hätte noch nie so gut in seinem Leben gegessen, was aber absolut glaubwürdig war. Ja, und er war also ein wunderbarer Mensch. Das war das eine. Und dann wegen Hannes Meyer, jedenfalls eine Geschichte. Als das Bauhaus-Tapetenbuch rauskam, wurde das mit dem Porträt von Walter Gropius rausgebracht. Und da hat eben Bill reklamiert, hat gesagt, das war Hannes Meyer Zeit, da hätte das Porträt von Hannes Meyer reingeholt. Und dann hat aber irgendjemand jetzt wieder einen Brief aufgetan, wo dann Hannes Meyer schreibt, wie seltsam, dass Bill ihn quasi auf einmal verteidigen würde und dann Konjunktur, Fragezeichen. Also ein bisschen schäbig, so als ist es jetzt Konjunktur für mich zu sein. Und ich denke, Bills Stellung damals, weil er eben in den Malklassen war, bei Kandinsky und Klee. Kandinsky war damals 60, das war ein alter Mann für Bill, aber Bill hatte ein großformatiges Bild gemalt, eben da in seinem Dachstock. Und Kandinsky kam zu ihm, um das anzuschauen, weil Bill gesagt hat, es sei zu kompliziert, das ins Bauhaus zu tragen. Und Kandinsky sei ja auch viel Fahrrad gefahren da. Also Bill wird einfach die Seite seiner Malermeister ergriffen haben und Hannes Meyer wollte ja quasi eben das Malen abschaffen, weil er ja in die industrielle Produktion geht. Das waren dann die Anhänglichkeiten und als junger Mensch die verschiedenen Strukturen zu durchschauen, das ganze Angebot, was da ist und dann noch selber, also was zu lernen, ist ja auch sehr aufwendig, sehr schwierig, ne? Und Bill hat immer gesagt, er sei auch ans Bauhaus gegangen, um sich Klarheit zu verschaffen. Und das ist dieser Prozess. Man hat nicht einfach Klarheit, man muss sich das erarbeiten, ne? Also es sind verschiedene Schichten. Es gab ja auch wie verschiedene Ideologien am Bauhaus, ne? Und eben bis man da durchsteigt.
Aber was man beim Bauhaus wirklich auch schauen muss, das Bauhaus kann man ja nicht losgelöst von der Zeit sehen. Und war ja dieser Nationalsozialismus, der aufkam und auch ins Bauhaus hineingetragen wurde. Und da gab es ganz sicher auch Flügelkämpfe und so weiter. Und Meyer war natürlich ein Kommunist, kann man sagen. Gut, im Bauhaus vielleicht noch nicht, aber sicher ein dezidierter Linker. Hans Schmidt war auch, Er war aber nicht am Bauhaus, ja. Ja, aber war in dieser Brigade auch von May und so weiter, aber auch natürlich aus, sagen wir mal, Gesinnungsgründen dabei. Und die wollten da in der Sowjetunion tatsächlich den Aufbruch und das Arbeiterparadies erleben. Und in Deutschland gab es keine Arbeit für die Architekten. Das kommt natürlich dazu. Und es muss einfach wirklich auch sehr polarisiert gewesen sein. Überhaupt auch das Bauhaus. Es gibt ja für mich eigentlich keinen Bauhausstil. In dem Sinne. Aber man redet immer vom Bauhausstil. Doch, man redet, wenn so jemand sagt, das ist ein Haus im Bauhausstil. Das sagen viele, die keine Ahnung haben. Viele, ja gut, aber das Bauhaus wurde ja gegründet ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg und sehr vieles war kaputt. Das Material war nicht mehr da. Den Stahl haben sie gebraucht für Kanonen und Gewehre und Munition und so weiter und so fort. Also das Material war auch nicht da. Vieles war auch zerstört und kaputt und so weiter. Und dass man dann aus dem Mangel heraus etwas Neues gestalten wollte und musste. Und meines Erachtens gab es eben in diesem Bauhaus nicht nur ein Gestaltungswille, sondern auch ein Gestaltungszwang aus diesem Mangel heraus. Und das kam natürlich dann zusammen. Natürlich gab es eine wahnsinnige Euphorie nach dem Ersten Weltkrieg, endlich wieder Frieden. Das ist natürlich immer ein Aufbruch. Auf der anderen Seite war aber auch vieles zerstört. Und wie gesagt, da kam ein Wille und ein Zwang zusammen und wahrscheinlich war das dann auch die Stärke, die das Bauhaus bis heute ausstrahlt, würde ich sagen. Das ganz bestimmt, ja. Aber ich glaube, es kommen weitere Komponenten dazu am Bauhaus. Vieles auch. Sicher. Aber ich rede jetzt mal nur von der Geschichte, von den äußeren Einflüssen. Nachher kommen natürlich auch die inneren Einflüsse dazu. Ich glaube auch, dass noch ein ganz anderer Einfluss von außen ganz wichtig ist, nämlich, dass man zu der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg eine neue Gesellschaft gründen wollte, eine neue Art von Menschen, der im Frieden leben möchte, in Demokratie leben möchte, weil es waren vorher eben von einem Kaiser regierte Zeiten und das wollte man nicht mehr. Und das ist nicht nur am Bauhaus passiert, das ist ja auch an anderen, dem Bauhaus zeitgenössischen Schulen und Hochschulen geschehen. Aber Walter Gropius hat es eben geschafft, das Bauhaus so gut zu propagieren, dass das auch für die Nachwelt heute noch spürbar ist, würde ich sagen. Denn zumindest meiner Meinung nach ist Walter Gropius schon derjenige gewesen, der sich eben darum sehr bemüht hat, dass die Zeit, in der er Direktor war am Bauhaus, so vordergründig da ist. Und Sie müssen sich mal den Podcast über Hannes Meyer anhören, weil die Dara Kiese, die sagt nämlich genau das, dass eben deswegen Hannes Meyer so unbekannt war, weil der sich darum nicht gekümmert hat. Dem ging es nicht darum, großartig bekannt zu werden. Dem ging es darum, zu bauen und was zu verändern in der Gesellschaft. Egal, ob das jetzt in Deutschland war oder in der Sowjetunion oder dann später in Mexiko. Aber der wollte bauen. Der wollte tatsächlich einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Und Gropius wollte sich dann eigentlich gerne die Lorbeeren weiterhin auf den Kopf aufsetzen und hat das von Amerika aus ziemlich gut an die Menschen gebracht. Gropius hatte dann auch Ulm eröffnet. Da kommen wir noch hin. Genau. Das ist nämlich auch wichtig. Eben dann hatten wir sehr lange den Kalten Krieg und da waren die Linken halt nicht so estimiert. Ja, darum ist der Hannes Meyer auch auf Dünnflamme gewesen. Und in der DDR war er auch nicht erwünscht. Der wäre unglaublich gerne in die DDR gegangen
und hat dort keinen Fuß gefasst. Er hat tatsächlich alle Bauhäusler, die er kannte, die in der DDR tätig waren, angeschrieben und hat gefragt, finden wir nicht irgendeinen Weg, dass ich an irgendeiner Art von Hochschule arbeiten kann oder so. Und keiner wollte ihn mehr. Ja. Der Bill hatte, das steht in meinem Band 2 der Biografie, hatte hier in der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges Kontakte zu italienischen Architekten und Designern, die gegen die Faschisten gekämpft hatten, Partisanen waren und zeitweise sich in die Schweiz gerettet haben, auch wieder zurückgingen zum Weiterkämpfen. Und einer von denen, der ging dann nachher auch nach Mexiko und hat dann dort mit Hannes Meyer an der Alphabetisierungskampagne zusammengearbeitet. Also es wurde auch nicht alles so offengelegt. Die Kontakte, die Bill zu diesen italienischen Partisanen hatte, es gibt ein ganz schmales, wirklich Camouflage, so ein Kartonumschlag, wo er, ich glaube 8 Blätter, wo er drin schreibt, mit welchen italienischen Partisanen er hier in der Schweiz Kontakt hatte nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe die ganze Bibliothek integral geerbt und musste ich wirklich alles anschauen, was ist denn da überhaupt, und habe wahrscheinlich auch noch nicht alles wirklich gesehen, noch immer nicht. Es wurde auch nicht alles so öffentlich gemacht. Ne? Ja, richtig. Ja, nochmal ganz kurz zurück zum Bauhaus. Gibt es Arbeiten von Max Bill, die er am Bauhaus geschaffen hat, die Ihnen besonders am Herzen liegen? Und wenn ja, welche sind das? Ein bisschen beschreiben. Und warum sind die besonders? Vielleicht bei Herr Schmid als Ich kenne kein Werk, was er gemacht hat am Bauhaus, außer diesen Zeichnungen. Ja. Und diese Zeichnungen, die sind schon natürlich, da sieht man, die sind angelehnt an Paul Klee natürlich. Das sieht man schon so, das ist fast verwechselbar und sieht sehr schön aus. Diese Arbeiten interessieren mich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig wie das spätere Werk. Das konkretere Werk interessiert mich mehr. Diese Bauhauszeichnungen und Arbeiten, die, finde ich, sind auch noch sehr biografisch geprägt. Wenn er Kat Both und Hilde Rantsch zusammen Zigaretten rauchend porträtiert, das sagt das etwas aus über die Beziehung zu diesen Frauen. Die Hilde Rantsch war dann übrigens auch in der Schweiz, hat bei der Gunther Stölzl gearbeitet, eine Bauhauskommilitonin von Max Bill. Wahrscheinlich ist sie schon auch wegen Bill gekommen. Sie ist dann verschollen, sie ist offenbar dann zurückgegangen nach Deutschland. Wir haben mal ein bisschen recherchiert. Sie hat hier gewohnt, ist viele Male umgezogen, was eher darauf hindeutet, dass die Fremdenpolizei sie nicht in Ruhe gelassen hat. Das wissen wir eben nicht. Wir würden da eigentlich sehr gerne mehr darüber erfahren. Aber noch wieder zurück zu den Werken. Es sind für mich eigentlich eher biografische Aussagen. Also jetzt sagen wir mal Werke, die den neuen Aufbruch von Max Bill oder das zeigen, was er dann aus sich selber gemacht hat. Frau Thomas, gibt es ein Werk, das Sie besonders ergreift, sagen wir mal so? Na, ich finde den kleinen Jammerkönig, den finde ich witzig, weil er auch selbstironisch ist. Und der Bill war eben kein sentimentaler Mensch. Und dass er, wie gesagt, die 2 Freundinnen da miteinander, Kat Both und Hilde Rantsch, mir hat er gesagt, in der Zeit, in der er am Bauhaus war er in 4 Frauen verliebt. Und dass er dem Klee zum 60. Geburtstag als Gemälde einen Hermaphroditen geschenkt hat. Das zeigt mir auch eben die gewisse Freiheit, die man am Bauhaus hatte, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er seinem Vater einen Hermaphroditen zum Geburtstag geschenkt hätte. Wahrscheinlich eher nicht. Der eher so Zuckerbrot und Peitsche mit ihm war, ja. Und ich frage mich auch oft, was gewesen wäre. Also ich meine, wer von uns hat so viel tolle Meister als Lehrer gehabt, wie die da am Bauhaus? Niemand hat das gehabt. Und wenn der Bill den nicht gehabt hätte, er hat mal zu mir gesagt, und also durchaus glaubwürdig, es hätte genauso gut ein Gangster aus ihm werden können. Aber er hat ein gutes Bildungsangebot gehabt. Also ich möchte übrigens die Werke nicht abwerten. Das gestalterische Können kommt natürlich schon zum Ausdruck. Aber eben, wie gesagt, die späteren Werke interessieren mich dann eigentlich mehr.
Das habe ich aber auch erst durch Ihren Film gelernt, dass das spätere Werk durchaus mehr Max Bill selbst ist als die frühen Werke. Als ich im Mies van der Rohe Haus war, habe ich gedacht, klar, man sieht den Einfluss der großen Maler am Bauhaus auf ihn. Und für mich ist dieses Doppelporträt Hilde und Kat einfach wahnsinnig toll, weil ich eben viele Fotos von den beiden kenne und schon seit Ewigkeiten gerne mal einen Podcast über Kat Bott auch machen möchte, aber viel zu wenig Material finde dazu einfach. Sie hat dann ja bei den Gebrüdern Luckhard gearbeitet in Berlin. Vielleicht gibt's da ein Archiv noch. Aber sie blieb in Deutschland in der Nazi-Zeit und wie dann ihre Haltung war, weiß ich nicht. Ne? Wie ist es denn nach der Zeit am Bauhaus gewesen, als Max Bill wieder in der Schweiz war? Sie haben jetzt schon erzählt, im Bauhaus hatte er so ein paar Schweizer, mit denen er sich sehr gut verstanden hat. Haben sich diese Freundschaften dann auch in der Schweiz noch gehalten, verfestigt oder hat er noch Kontakte auch beispielsweise zu Gunter Stölzel, die ja in Zürich gearbeitet hat, dann mit ihrer Tochter dorthin gegangen ist? Also mit anderen Bauhäuslern, die in der Schweiz Zuflucht gefunden haben auf die eine oder andere Art und Weise. Also Mart Stamm kam ihn auch nach dem Krieg besuchen, das steht auch in der Biografie. Und Bill hat gesagt, er sei einer der wenigen, der ein gerades Rückgrat behalten hat. Das meint er politisch, ne? Dass viele Leute während der Nazi-Zeit umgekippt seien. Bill hat für Gunter Stölzel, später hat sie dann noch einen Schweizer geheiratet, hat das Briefpapier gemacht, die Visitenkarte für ihr Geschäft hier. Und er hat ihre Arbeiten 1936 in Italien, also in faschistischen Italien, im Schweizer Pavillon ausgestellt, aber unter dem Geschäftskürzel SPH Stoffe, also stand nicht ausdrücklich Charon oder Stölzel. Sie war ja eben dann mit Charon verheiratet. Er hat das schon gemacht und er hat auch da Bücher von Silone ausgestellt, wo Bill die Typografie gemacht hatte, während Silone auf der schwarzen Liste in Italien stand, also ein deutlicher Mussolini-Gegner. Und Mussolini war auf dieser Triennale und sei in den Schweizer Pavillon, es war ja so fett, hat sich da durch den Hintereingang reingezwängt, hat Bill gesagt, und der Nazi-Pavillon war gerade nebenan. Vielleicht können wir über die Zeit, also mal so eine Lupe über diese Zeit legen. Max Bill geht vom Bauhaus weg und kehrt in die Schweiz zurück. Sie haben ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet, dass er ganz klar demokratisch und linksgerichtet war und viele Menschen, die auf der Flucht vor den Nazis sich befunden haben oder sagen wir mal ganz allgemein vor Nationalsozialismus, was ja nicht nur auf Deutschland in der Zeit begrenzt ist, sondern eben auch beispielsweise auf Italien, Zuflucht und Unterstützung zusichert. Also wie muss ich mir die Schweiz in der Zeit vorstellen? Vielleicht kann der Schweizer da ein bisschen was drüber erzählen. Wie hat sich die Politik in der Schweiz in der Zeit entwickelt und war es tatsächlich auch sicher hier für Menschen, die Zuflucht suchten? Also man muss sich einfach vorstellen, die Schweiz war eingekesselt ab 1940, aber vorher ja noch nicht. Aber vorher war einfach die Gesellschaft sehr polarisiert. Das heißt, der Hitler ist aufgekommen und es gab eine Schweiz, wie auch in Deutschland, ich würde sagen, die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer hat sich eigentlich nicht um Politik gekümmert. Also die gingen auch nicht an die Urne. Es ist ja heute noch so, dass wenn Abstimmungen sind es 40, maximal 50%, die da sich überhaupt beteiligen am demokratischen Prozess. Aber ich würde sagen, diejenigen, die politisch gedacht haben, war sehr polarisiert und sind entweder Antifaschisten gewesen oder sie sind deutschfreundlich oder nazifreundlich gewesen. Und bis weit in die bürgerlichen Kreise hinein gab es Affinitäten zum Nationalsozialismus. Zum Beispiel 1933 haben zwei bürgerliche Parteien, die Freisinnigen und die Bauern- und Bürgerpartei, die heutige Schweizerische Volkspartei, SVP, die haben mit den nationalsozialistischen Parteien in der Schweiz, gab es ja auch, ein Wahlbündnis gegen die Linken sind sie eingegangen.
geschlossen. Und also das war so die Situation. Man konnte nur entweder links oder rechts sein, wenn man politisch dachte. Und da stand der Bill natürlich sicher auf der linken Seite. Vielleicht können Sie mir noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wer bei Max Bill in der Zeit ein- und ausging und was er in der Zeit vielleicht auch an Werken geschaffen hat. Hat er da mehr als Architekt gearbeitet oder mehr als Maler oder mehr als Bildhauer? Professorin Itta Heinze-Greenberg hat die Personenregister zusammengezählt, wie viele Personen in Band 1 und 2 der Bildbiografie vorkommen. Also wenn ich die jetzt alle aufzähle, könnte ich Stichpunktmäßig. Also im ersten Band sind es 700 im Personenregister und im zweiten Band sind es 1300. Also aber gut, das sind Personen. natürlich, das ist ein Personenregister, das sind ja nicht Freunde gewesen. Aber du kannst ja erzählen ein bisschen was. Aber vielleicht können Sie mal du kennst ja das Umfeld von Bill und Maria Benz rauspicken. Die interessiert mich natürlich sehr, einfach auch, weil der Weg, die Nusch, genau, weil dann natürlich der Weg hinterher nach Paris und zu den Surrealisten, wo sie dann sehr bekannt geworden ist. Dass ich über Maria Benz, der Max Bill, den Spitznamen Nusch gegeben hat, überhaupt eben wusste, dass es sie gab. Das ist nur, weil Max Bill mir das selber erzählt hat, weil sie wirklich sehr wichtig in seinem Leben war. Das war seine erste große Liebe, also bevor er Binja, seine erste Ehefrau, kennenlernte. Und da hat ja Nusch eigentlich heiraten wollen, weil sie war als Ausländerin in der Schweiz. Sie kam aus Mühlhus und sie hat hier für das Modehaus Grieder als Modell gearbeitet, also für Kleider. Und hatte aber keine Arbeitsbewilligung. Und sie bekam dann immer wieder Aufforderungen von der Fremdenpolizei und so. Und sie wäre eigentlich ausgewiesen worden. Und um das zu verhindern und weil Bill sowieso also fasziniert von ihr war, sie haben im Konkubinat zusammengelebt in der Stadelhofer Straße, war auch verboten. Das Zusammenleben von Nicht-Ehepartnern. Ja, war verboten. Aber sie haben zusammengelebt. Sie haben also ihr Aufgebot, heißt das, aufgehängt, also dass sie vorhatten zu heiraten. Und Bill hat dann seinem Vater einen Brief geschrieben, eben, dass sie werden sich jetzt ein halbes Jahr oder so kennen und sie hätte auch für ihn gearbeitet. Er hatte auch so ein paar Typografieaufträge, Designaufträge für die Westschweiz gehabt und konnte ich selber nicht so gut Französisch, da hat sie ihm dann geholfen. Und dann schreibt der Vater ihm zurück, also diese Soubrette, das komme nicht in Frage. Woher der Vater das hatte, also es muss ihm ja irgendjemand zugetragen haben, dass diese Frau einen negativen Ruf hätte oder so, ne? Und weil der Bill aber eben so verschuldet war, damals hatte er nicht die Chutzpe, da gegen seinen Vater sich so zur Wehr zu setzen, dass er es trotzdem gemacht hätte. Und ich weiß, er hat dann Nusch noch mal in der Obert in Straßburg getroffen und hat ihr etwas Geld gegeben. Er hatte damals seinen ersten Sammler, der, glaube ich, eine Zementfabrik hatte. Und er hatte dann etwas Bargeld, was er also Nusch mit auf den Weg geben konnte. Sie waren in dieser Obert, die ja also heute ein wichtiges Kunstwerk ist, aber zeitgenössisch von den damaligen Leuten nicht verstanden wurde. Also Sophie Teuber hatte da die Bauleitung, hatte dort auch Kunstwerke gemacht und sie hatte Theo von Dösburg beigezogen und Jean A. hat auch mitgearbeitet. Und als Bill dahin kam, sah das schon schäbig aus. Also die Erbschen Sachen waren schon irgendwie zugedeckt oder eben nicht mehr so ansehnlich. Und Nusch ging dann ja nach Paris und man weiß dann, dass sie zufällig auf dem Bürgersteig René Char und Paul Éluard getroffen hat. Und sie wurde dann die Gefährtin von Éluard, der gerade von Gala verlassen worden war, von seiner Ehefrau, die bei Dali war und dann bei Dali blieb. Nusch hat diesen Namen beibehalten. Und Éluard und Nusch kamen auch spät, noch kurz vor ihrem Tod, auch noch mal in die Schweiz. Und da hat Bill sie auch noch mal wieder gesehen. Man Ray und Dora Maar haben ja so sehr schöne Fotos von ihr gemacht. Sie war, glaube ich, auch am Schauspielhaus, hat sie auch kleinere Rollen übernommen. Und Éluard ist ja dann auch
berühmt geworden mit den Flugblättern, die die Engländer abgeworfen haben. Heißt Liberté, j'écris ton nom. Auf der einen Seite ist ja das eine Doppeldeutung. Liberté, j'écris ton nom, also ich habe deinen Namen geschrien, aber es heißt auch, ich schreibe deinen Namen, j'écris ton nom. Und das war ursprünglich ein Liebesgedicht an Nusch und wurde dann nachher das Gedicht der Resistance. Und Tausende von Flugblättern wurden da abgeworfen auf das besetzte Frankreich, um eben auch zum Widerstand aufzurufen. Wie hat Max Bill in der Zeit auch Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet? Jetzt mal abgesehen davon, dass er Menschen natürlich geholfen hat. Also nicht nur geholfen, er hat sie auch bei sich in seinem ersten Haus in Zürich-Höng auch versteckt. Und einer war monatelang da, ein deutscher Kommunist, der dann anonym denunziert wurde und vom Gesamtschweizer Bundesrat ausgewiesen wurde nach Frankreich. Und als Witwe von Max Bill konnte ich auch seine politischen Fichen anschauen im Bundesarchiv in Bern. Und die Schweizer politische Polizei hat sofort der französischen politischen Polizei alles rübergeschickt nach Annemasse, was sie über diesen Alfred Thomas in ihren Akten hatten. Es gab eine kleine antifaschistische Zeitung, die hieß Information, klein, weil die Auflage war nur 500 Exemplare. Das waren hauptsächlich links undogmatische Leute, die da drin publizierten, aber auch Silone. Ja, Silone war und Max Raphael. Also es gab auch Kommunisten, die dabei waren, aber die Mehrheit war nicht in der kommunistischen Partei. Und da hat Bill die Typografie gemacht. Er hat auch Buchgestaltung gemacht das kommt in meinem Film vor, zu Büchern, die dann nach Deutschland geschmuggelt worden sind. Camouflage, so dass man nicht erkannte, dass da drin von Konzentrationslagern und so weiter die Rede war. Einerseits hat er auch Flüchtlinge versteckt und wurde gebüßt dafür, weil das verboten war, Leute unterzubringen, ohne sie anzumelden. Und auf der anderen Seite hat er mit seiner Gestaltung Widerstand geleistet. Er hat zum Beispiel für die Winterhilfe im Spanischen Bürgerkrieg, für die Republikaner Plakate gemacht. Er hat namentlich über die wichtigste antifaschistische Zeitung in der Schweiz, die hieß Die Nation, die Typografie gemacht und die Gestaltung des Briefkopfs und so weiter. Also er war in diesen Zusammenhängen. Ich habe übrigens über diesen Chefredaktor der Nation damals meinen ersten Kinofilm gemacht und kenne darum diese Geschichte, weil ich wusste, als ich den Film gemacht habe, nicht, dass Bill diese Zeitung gestaltet hatte, bis ich Angela Thomas kennengelernt habe, kurz nachdem der Film fertig war und sie mir dann quasi die Makete zeigen konnte, da oben mit der Unterschrift von Max Bill. Und so hat sich dann der Kreis geschlossen. War eine schöne Entdeckung. Ja, glaube ich. Und da hat mich natürlich der Bill sofort auch ein bisschen mehr interessiert, als was ich vorher wusste, weil er hat ja über sein Engagement im Zweiten Weltkrieg und in seinem ganzen antifaschistischen Engagement hat er eigentlich nicht gesprochen, hat sich auch nicht wichtig gemacht darüber, sondern offensichtlich hat er immer vorwärts gedacht. Ja, also er hat nicht öffentlich darüber gesprochen, mir privat hat er schon ein paar Sachen erzählt und es hat sich immer alles bestätigt, also hat es nicht nötig gehabt, irgendwas zu erfinden oder zu lügen, das war alles belegbar. Es waren natürlich viele mit ihm, also es gab in der Schweiz, es gab schon Widerstand in der Schweiz. Also. Diese Nationalsozialisten, die hatten eine wahnsinnig gute Propaganda. Oh ja. Und auch eine wirkungsvolle. Und mit dem neuen Medium Radio, das dann hinübergespült wurde, da in die Schweiz. Und die Schweizer, die eher so holprig sind, haben die nicht gemocht. Diese Stimmen da, diese klare, starke Ausdrucksweise, so böse und vernichtend wie sie war, das hat man hier nicht so gemocht. Die Schweiz hat eine gewisse demokratische Tradition. Nach dem letzten Freischarenkrieg, da sind nicht viele Leute gefallen, kurz vor 1848, vor der Staatsgründung.
danach hat man eigentlich nicht mehr mit den Waffen die Konflikte gelöst, sondern mit den Worten. Wir sind noch von dem, was Sie vorher gefragt hatten, wegen Osaka. Das Haus, was er dort, immerhin ein mehrstöckiges Haus mit Dachterrasse, was er da entworfen hat. Da hatte er ja diesen japanischen Kommilitonen, der selber japanische Architekturzeitungen bekam und der ihn dann ja auch auf Japanisch die Beschriftungen reingesetzt hat. Und ich habe jetzt erst aufgrund des Buches, was ich über die japanische Kommilitonen, die aber erst spät, die erst nach Bill kam. Michiko Yamawaki. Ja, erst in dem Buch gelesen, dass sein Kommilitone schon selber auch ein ausgebildeter Architekt war. Ich habe nur erst gewusst, dass er eben auch bei Alba Student war. Und er hat ja auch Skulpturen gemacht, die schon sehr nah rangehen an das, was Bill nachher gemacht hat. Sie sprechen ja über Takehiko Mitsutani. Ich habe übrigens auch einen Podcast über die Yamawakis, über beide gemacht, Michiko und Iwao. Haben wir noch nicht gehört, ja. Müssen Sie sich mal aber anhören. Das Buch habe ich über sie gelesen von der Mariko Takagi. Ich habe aber noch eine andere Forscherin beim Podcast dabei, Helena Čapková. Das ist eine tschechische Kunsthistorikerin, die aber in Japan, in Kyoto lebt und dort auch unterrichtet an der Schule. Und die haben sehr interessante Sachen rausgefunden. Und die hat beispielsweise auch erzählt, dass es zu Takehiko Mitsutani keinen Nachlass gibt. Der hat alles vernichtet, aus Überzeugung heraus, warum auch immer, hat seine ganze Kunst vernichtet. Und es ist eben nur diese Vorkursskulptur von ihm erhalten. Herr Schmid, Sie haben in Ihrem Film gesagt, dass der Begriff konkrete Kunst 1931 von Theo van Doesburg in seinem Manifest geprägt wurde sozusagen. Und Sie haben ja vorhin schon mal durchklingen lassen, dass Sie eher an der konkreten Kunst von Max Bill gefallen finden oder dem mehr abgewinnen können als der noch sehr gegenständlichen Kunst, die er da am Bauhaus geschaffen hat. Was ist konkrete Kunst? Können Sie das vielleicht für die Hörer, die das nicht wissen, ganz kurz zusammenfassen und sich mal so ein Werk von Max Bill raussuchen und das näher beschreiben und erklären, was daran konkrete Kunst ist? Also in der konkreten Kunst würde ich sagen, ist nicht alles sofort sichtbar, was Kunst ist. Also es ist vielleicht nicht so einfach zugänglich. Konkrete Kunst ist in den meisten Leuten, die sie rezipieren, ist sie einfach schön, weil sie mit Farben, mit Formen arbeitet. Also sie ist mal nicht figurativ. Sie bildet nichts ab, was wir sonst wiedererkennen können in unserem Alltag. Also es ist keine Abbildung der Natur, sondern es ist eine Abbildung einer Idee. Es ist sozusagen eine bildliche Darstellung oder dreidimensionale Darstellung von einer Philosophie, könnte man vielleicht sagen, die dann umgesetzt wird in eine äußere Darstellung. Ich bin an diesem Bild, was da hängt im Wohnraum, bin ich etwa ein Jahr vorbeigelaufen und habe es einfach schön gefunden, habe mir aber nicht so wahnsinnig viel gedacht. Und irgendwann wollte ich einfach diesen innergeistigen Betriebsgeheimnissen von Max Bill mal auf die Schliche kommen. Und wie ich Ihnen vorher schon unten im Malatelier von Max Bill erklärt habe, dieses Bild 3:4:5, was das ausdrückt und so weiter, habe ich dann auch in diesem Bild gesehen, diese Linien, diese Farblinien, das sind alles Diagonalen. Und zwar Diagonalen von Rechtecken, die man nicht sieht. Und in der Mitte hat es 2 Diagonalen, die sich rechtwinklig kreuzen. Das kann nur ein Quadrat sein. Also musste ich dieses Quadrat suchen und ich habe es gefunden. Und es hängt schräg in diesem Bild, in der gleichen Schräge, wie eben das ganze Bild im Quadrat auf dem Spitz ist und die
eine Seitenlinie dieses inneren Quadrats, das man nicht sieht, ist 1 Meter groß und das ganze Bild, was auch ein Quadrat ist, auf dem Spitz, hat eine Seitenlänge von 2 Metern. Also und so weiter. Und dann kann man noch Achsen durch dieses Bild hindurch sich vorstellen und so weiter. Vielleicht mit anderen Worten, konkrete Kunst ist nicht gleich sofort erkennbar und sie erfordert den Betrachter und die Betrachterin, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, es ist keine Konsumkunst. Man kann es schon konsumieren, einfach als Schönheit, als Ästhetik. Aber man hat natürlich dann mehr davon, wenn man sich damit auseinandersetzt. Vielleicht kann man das vergleichen im Film, wenn man zum Beispiel so einen Blockbuster hat aus Hollywood, da geht man hinein und dann wird man überschüttet mit, ich weiß nicht was für Effekten, und die werden immer besser und die werden immer noch härter und so weiter. Und wenn man hinausgeht, weiß man eigentlich nicht mehr, was man gesehen hat, aber man war in einer anderen Welt. Ist auch schön, manchmal. Aber es gibt dann die anderen Filme, die ich zum Beispiel mache, wo der Zuschauer oder die Zuschauerin etwas leisten muss, sich damit auseinandersetzen muss. Ich meine sogar, dass diese Filme wahrscheinlich spannender sind, weil man, wenn man herausgeht, etwas bleibt. Was die Zuschauenden eben dann selber geleistet haben, das bleibt. Wenn man nichts mehr leisten muss, sondern nur konsumieren, dann ist es vielleicht auch schön, bis zu einem gewissen Grad. Aber man hat wahrscheinlich mehr davon, von eben dieser anderen Art von künstlerischer Umsetzung. Und die konkrete Kunst erfordert natürlich, dass man sich damit auseinandersetzt. Zu den Werken, die Bill gestaltet hat, da kommt die Billsche Biografie ein bisschen hinein, würde ich sagen. Ist sicher auch nicht ganz losgelöst von seinem Leben, also wie eigentlich die konkrete Kunst ja sein möchte. Bill hat ja immer politisch gedacht, und wenn man sieht, dass er in seinen Bildern zum Beispiel die mit gleichen Farbanteilen, mit gleichen Quantenflächen den Ausgleich gesucht hat, dann würde ich meinen, hat das vielleicht etwas zu tun auch mit seinem politischen und gesellschaftlichen Verständnis, wo er auch immer den Ausgleich gesucht hat, also im Sinne der Verteilung, dass man das, was zu verteilen ist, gerecht verteilt. Und so findet man auch in seinen Bildern wieder gleiche Anteile von Rot, Schwarz, Blau, Gelb, Grün und so weiter. Man kann das sehr schön sehen, fast in allen Bildern. Und eben auch in der Pavillonskulptur, die dann mit den gleichen Elementen an der Bahnhofstraße wieder den Ausgleich schafft zwischen den Menschen, die in diese Skulptur sich hineinsetzen können und gleichzeitig ein rein gestalterisches Element ist, indem man 2 kleinräumliche Stadtteile der Altstadt und die großräumliche Verwaltungsarchitektur der Banken und so weiter miteinander verbindet in einem Pavillon, und er dann das benennt, indem er sagt, es ist das Gegenteil eines Labyrinths. Auf der einen Seite eben wieder gegen die Verklärung. Also es kommt die Transparenz herein mit dem Gegenteil eines Labyrinths. Es kommt die Freiheit hinein, die Freiheit, sie zu benutzen und wie man sie benutzt. Und die gleichen Elemente, Gleichheit, Freiheit und Transparenz, sind eigentlich das ABC einer Demokratie, wenn man sie zum Funktionieren bringen will. Und wenn auf der einen Seite der Bankdirektor sitzt und auf der anderen Seite, die Skulptur ist etwa 30, 40 Meter lang, glaube ich, der Straßenarbeiter, dann kann der Bankdirektor nichts kaufen darin und der Straßenarbeiter muss nichts bezahlen. Da kommt man fast nicht darum herum, wenn man diese Meile betritt, etwas zu bezahlen. Aber dort kann man sein, ohne etwas zu bezahlen. Und das ist ein schöner Ort. Ich kann nur empfehlen, sich mal dort hineinzusetzen und
auch ein bisschen das ästhetische Gefühl zu bekommen von dieser Verbindung von zwei Stadträumen und zu sehen, wie sich in diesen Granitquadern, die alles spiegeln, was sich bewegt, das Tram und so weiter, wie die dann zu vibrieren beginnt. Plötzlich, wenn man da drin sitzt. Die hätte ich eigentlich gerne im Film ein bisschen länger stehen lassen, weil sie so schön sind. Es ist der Ausdruck von Schönheit und von einem Dienst wieder an der Gesellschaft, den ich grandios finde. Der Bill hätte ja auch dort begraben werden wollen, hat er gesagt, und Angela hat's dann gemacht, posthum, indem sie die Asche dort verstreut hat. Es ist strafbar. Sie wäre eigentlich eine Straftäterin, meine Ehefrau, aber es ist verjährt. Und es war auch Bills Lieblingsskulptur. Das ist auch wie fast ein bisschen, wenn man so will, ein antifaschistisches Manifest, weil die Nationalsozialisten und die Faschisten in Italien, die haben ja mit Verführung und Verklärung gearbeitet und die Leute mit großen Fahnenwäldern und so weiter beeindruckt und mit faschistischer Architektur. Und auch in der Architektur sieht man das, wo ja vielleicht die konkrete Kunst auch ein bisschen hineinspielt, zur Anwendung kommt sozusagen, dass wenn man die Hochschule für Gestaltung betritt, hat man das Gefühl, es sei ein Eingang für vielleicht ein Sechsfamilienhaus, aber sicher nicht für eine Universität, sondern es ist ein ganz bescheidener Eingang, aber innen, dort drinnen dann, wo man die Räume braucht, dann wird es großzügig. Wie ein bisschen in diesem Haus auch, wo es ein unprätentiöser Eingang gibt von oben, sieht ja aus fast ein bisschen wie ein Feuerwehrdepot, ist ja sehr bescheiden eigentlich das Ganze von außen. Und wenn man dann nach innen kommt und wenn wir Führungen machen zum Beispiel in diesem Haus, und dann sage ich, jetzt können Sie das Haus betreten, eigentlich den zentralen Wohnraum, dann machen alle Leute, oh! Und sie haben das nicht erwartet, dass dann von so einer bescheidenen Fassade herkommen, dann plötzlich die Räume sich so öffnen da in diesem Haus drin. Ich würde sagen, seine Kunst hat wirklich auch in gewissem Sinne einen gesellschaftlichen Ausdruck, vielleicht sogar einen politischen Ausdruck, vielleicht auch nicht alles, aber immerhin die Harmonie, die Schönheit, das ist ein Dienst an der Gesellschaft und vielleicht sogar so etwas fast wie ein modellhafter Dienst. Ich würde jetzt gerne auf die Zeit von Max Bill als Lehrender an den verschiedenen Hochschulen kommen. Frau Thomas, vielleicht Sie. Inwiefern hatte er Einfluss auf seine Studenten an der Kunstgewerbeschule? Vielleicht fangen wir erstmal mit der Kunstgewerbeschule in Zürich an. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt in Ulm? Und Sie haben Hamburg erwähnt, das muss natürlich auch mit rein. Es war dialektisch, wie schon am Bauhaus, weil der ihn an die Kunstgewerbeschule in Zürich berufen hat, das war der Johannes Itten, der ja vorher am Bauhaus in Weimar war und bekannt dafür ist, dass er eben dieser Max-Statzmann-Sekte angehörte. Und Bill fand dann, also diesem Itten müsse man da politisch sehr auf die Finger schauen, also er war überhaupt kein Fan von ihm. Bills Kurs wurde gerne besucht, bis dann auch die anderen Dozenten eifersüchtig wurden, weil die Leute so gerne zu Bill gingen. Und einer seiner Schüler, den er dann, als er aufhörte, als seinen Privatassistenten weiter beschäftigt hatte, war Ernst Scheidecker, der dann Magnum-Fotograf wurde, auch Filmer, Galerist und auch zeitweilig Dozent war in Ulm an der Hochschule für Gestaltung. Max Bill hatte übrigens 2 Optionen. Es war ja eine Zeit lang überhaupt nicht sicher, ob Ulm gebaut werden könnte, ob die Amerikaner wirklich die Gelder geben würden, die es brauchte. Wenn das nicht geklappt hätte, hätte er für den Marshallplan in Paris arbeiten können, Ausstellungen gestalten und so.
Und als dann es sich abzeichnete, dass Ulm gebaut wurde, hat er dann den Job in Paris an Scheidegger delegiert und Bombelli Tiravanti. Und von Scheidegger wissen wir, und das wird auch zum Teil im Film von Erich thematisiert, also Itten hat den Bill ein bisschen runter machen wollen. Ja, was hat er schon gemacht? So ein Schreibmaschineli. Also er hat eigentlich verächtlich über ihn geredet, während Bill schon einiges vorzuweisen hatte. Also Archilettering nennt man das heute, die Beschriftungen an Gebäuden. Als er nach Zürich kam, haben die Architekten des neuen Bauens ihn ja nicht mitarbeiten lassen bei ihren Projekten. Sie waren an der ETH ausgebildet, also sie fanden sich sozial doch höher gestellt als dieser junge Typ, der da vom Bauhaus zwar mit vielen Ideen kam. Und dann haben sie ihn eben erst nur grafische Arbeiten machen lassen, eben das Plakat für die Siedlung Neubühl, die Beschriftung am Z-Haus und die Beschriftung auf dem Corso-Gebäude, die heute noch wunderbar, also da sieht Zürich aus wie eine Metropole, wenn man abends diese rote Neonschrift sieht vom Corso-Gebäude. Und Bill musste sich wirklich durchsetzen, seinen Platz hier in der Gesellschaft wirklich sich erkämpfen. Und er war dann auch nicht lange an der Kunstgewerbeschule, weil nach der Liberation von Paris wollte er sofort nach Frankreich zu seinem Freund Van Tongalo. Und er hatte eine entfernte Cousine, Naira France, die für de Gaulle, für das freie Frankreich von London aus mitarbeitete, die ihm dann sofort ein Visum beschaffen konnte. Brauchte man damals noch als Schweizer. Und dann ging er eben so schnell wie möglich nach Paris. Und nach dem Bauhaus war auch Paris eben das Zentrum gewesen, was ihm am meisten gegeben hat und wo er auch sehr viel gab, weil da dann diese internationale Künstlerinnen- und Künstlergruppe Abstraction, Création, Art non figurativ war, wo er als junger Mann, empfohlen von Sophie Teuber wieder und Hans Arp, hineinkam. Da war er 25 Jahre alt, 1933. Und er war im Atelier von Mondrian und Van Tongalo, seinen späteren lebenslangen Freund, hat er etwas zeitverzögert kennengelernt. Und in dieser Gruppe waren wirklich die wichtigen Künstlerinnen und Künstler der damaligen Zeit, Sonia Delaunay mit ihrem Ehemann, Barbara Hepworth mit ihrem Ehemann. Ich tue es mal umdrehen, weil sonst werden ja erst die Ehemänner gesagt und dann die Frauen. Oder die wunderbare Bildhauerin Kopro aus Polen und deren Mann Stryminski, der Maler. Und in dieser Gruppe waren eben auch Bills frühere Bauhausmeister Kandinsky, Albers und Molinowitsch. Und der ehemalige Student wurde da auf Augenhöhe akzeptiert. Und als er in Ulm unterrichtet hat, wenn man die Korrespondenzen anschaut, Bill hat sehr viel Sorgfalt draufgelegt, in Korrespondenzen abzuklären, wen er berufen kann als Gastdozent oder Ständige. Er wollte sich ja am Bauhaus orientieren. Er wollte ja Ulm so machen, als ob es die Nazizeit nicht gegeben hätte, als ob das Bauhaus hätte weiter existieren können, und hat an dem angeknüpft, musste natürlich auf die Gegebenheiten der Zeit reagieren, aber die Bedürfnisse waren wieder ähnlich, wie Erich schon gesagt hat, nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab einfach viel Zerstörung, viel Ruinen und die Leute hatten kein Geld und man musste wirklich auch von daher mit minimalem Materialaufwand, aber gleichwohl formschön gestalten. Und er hatte ja 25 Jahre nach dem Bauhaus Annie und Josef Albers in Lima, Peru, wieder getroffen. Bill war auch begleitet von seiner ersten Ehefrau, Binja Bill, die Fotografin und Cellistin war. Und beide Ehepaare haben sich für die lateinamerikanische Kultur interessiert. Es waren auch in Machu Picchu zu Besuch. Und da hat Bill Albers überzeugen können, dass er nach Ulm kommt für Gastvorträge. Und Albers kam dann auch zweimal, und zwar mit dem Schiff, weil das Flugzeug war damals viel zu teuer. Und Albers war inzwischen
und auch Annie Albers, die waren US-amerikanische Staatsbürger geworden. Aber Annie kam nicht mit. Sie hat ihren Mann nicht in dieses kriegszerstörte Deutschland begleitet, aus dem sie hatten flüchten müssen. Albers hat dann als amerikanischer Staatsbürger an den High Commissioner in Germany, McCloy, einen Bericht auf Englisch geschrieben über Ulm, wie er da gearbeitet hat, wie viel Unterrichtsstunden, wie viele Studenten aus welchen verschiedenen Ländern sie kamen, weil die Hochschule für Gestaltung hatte mehr ausländische Studierende als andere Hochschulen und im Lehrkörper auch mehr Ausländer als andere. Wenige Dozentinnen wieder, also wie am Bauhaus war nur Nonne Schmidt, die früher am Bauhaus erst studiert hatte auch und die Ehefrau von Schmidtchen war, von Jost Schmidt, der dann schon gestorben war, weil sonst hätte Max sicher gerne den Schmidtchen nach Ulm geholt. Und Albers hat dann also zugunsten der Amerikaner geschrieben, dass Max Bilder seine Sache ganz gut mache. Der Unterricht für die Hochschule für Gestaltung hat ja in den Räumen der Volkshochschule angefangen in Ulm, weil die Gebäudeanlage selber noch gar nicht fertig gebaut war. Und die Studierenden haben selber auch tatkräftig zugegriffen oder die aus der Architekturabteilung waren dann auch in der Bauleitung beteiligt und so. Wie Bill selber als Dozent war, also ich habe ja auch mal ein paar Vorträge gehört, die er gehalten hat, aber er war nie mein Professor. Also von Hamburg weiß ich, wo er dann Ende der 60er Jahre der erste Professor für Umweltgestaltung in Europa wurde. Da sprach man nicht von Umweltschutz, sondern von Umweltgestaltung, aber es ging um ähnliche Anliegen. Da weiß ich, dass er freigesprochen hat von seinem Assistenten dort. Und einmal war er auf die Studenten so sauer, dass er einfach Schweizerdeutsch geredet hat, wusste er, sie verstehen's nicht. Und er war eigentlich kein launischer Mensch, aber wie alle Leute hat er halt ein breites Spektrum von sanft bis aggressiv gehabt. Und auch dadurch, dass er in verschiedenen kreativen Bereichen tätig war, er hat immer gesagt, er erholt sich mit einer kreativen Arbeit von der anderen. Er war ein völliger Workaholic, aber er hat auch gut sich organisieren können und wie gesagt, er hat auch immer gut Zeit auch für Frauen gefunden, er hat das alles gemanagt. Können wir noch mal ein bisschen bei der HFG Ulm bleiben? Herr Schmid, Sie haben ja vorhin schon so ein bisschen Ihren ersten Eindruck, wenn man hineinkommt in die Schule, beschrieben. Vielleicht können Sie ein bisschen mehr die Architektur beschreiben. Wie ist die Schule aufgebaut? Welche Bereiche gibt es? Und gibt es da Ansätze, die er aus dem Bauhaus mitgenommen hat, Ihrer Ansicht nach? Ja, ich würde sagen, eben die Bescheidenheit des Auftritts und dann was darin sich abspielte, das war sicher ein Gegensatz. Aber sonst, ich bin natürlich kein Architekturexperte. Was mich einfach persönlich beeindruckt hat, war der Umgang mit dem Licht, als ich dort gefilmt hatte, weil es sehr durchlässig ist, mit diesen Innenhöfen, die dann wieder das Licht in die Räume bringt von innen her, wenn es große Ausmaße sind. Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Aber sonst habe ich mich eigentlich eher damit auseinandergesetzt, was in Ulm dann sich abgespielt hat. Ich kann ja mal beim Ende anfangen. Und das Ende von Ulm, das ist etwas Ähnliches, vielleicht sogar wie das Ende vom Bauhaus. Der Hitler hat das Bauhaus 1933 geschlossen, als fast eine seiner ersten Amtshandlungen. Und wer schließt die HFG in Ulm? Das ist der Vilbinger, der noch nationalsozialistischer Richter war und noch in den letzten Tagen Todesurteile gefällt hat und so weiter, dann aber Ministerpräsident wurde von Baden-Württemberg. Der hat dieser Schule, von der Gropius gesagt hat, die Behörden brauchen Weitsicht und brauchen Geduld, um diese Schule wachsen zu lassen und entstehen zu lassen, wie es ist. Das hat er nicht gehabt, der Vilbinger. Es war dann auch 1968, wahrscheinlich nicht ganz zufällig mit dem 68er Aufbruch der Jugendbewegung. Die hat dann einfach wahrscheinlich auch Angst
vielleicht auch Angst, denunziert zu werden, was sie eben vorher gemacht haben, weil die Jungen wollten nichts mehr zu tun haben mit diesen Nazi-Leuten von früher. Und der Filbinger war einer und der schloss dann auch die Hochschule für Gestaltung in Ulm mit den Worten: Wir möchten etwas Neues machen und das bedarf der Liquidation des Alten. Und das ist natürlich eine grauenhafte Ausdrucksweise. Also das war vom Ende her. Was sich vorher abspielte, vor diesem Ende, das war gewissermaßen ein bisschen das vorbereitete Ende von innen her. Das war wahrscheinlich der Vatermord gegenüber Max Bill von den Jüngeren, die etwas anderes wollten, als eine Fortsetzung des Bauhauses, des Bauhausgedankens auch, die der Bill vertreten hat. Die wollten eher wissenschaftlich arbeiten und so weiter. Und Bill war eher der Intuitive, nicht so der wissenschaftliche Theoretiker. Bill war schon dafür, dass man mit der Industrie zusammenarbeitet in der Gestaltung, aber natürlich immer auch inhaltsbezogen. Aber die Industrie hat natürlich dann mit dem Wirtschaftswunder vom Bedürfnis her natürlich den Konsum bewirtschaften wollen. Und das hieß dann, wenn man so ein bisschen vereinfacht sagen will, es ging dann eigentlich den einen, die mit der Industrie auch Vorteile sich erschaffen wollten in der Schule, mehr um die Verpackung, also das Bedürfnis der Industrie zu befriedigen für den Verkauf, für den Konsum. Und Bill war eben immer noch am Inhalt interessiert. Ich bin natürlich auch kein Spezialist von Ulm, aber was ich gelernt habe, ist, der Inhalt stand gegenüber der Verpackung in einer Konfliktsituation. In gewissem Sinne vielleicht nicht so, das ist jetzt abstrakt erzählt. Und es gab sicher auch dann eben die Jüngeren, die jetzt die Macht übernehmen wollten. Wahrscheinlich der größte Fehler, den Bill gemacht hat, er hat keine Erfahrung als Pädagoge. Und er war wahrscheinlich pädagogisch auch nicht wahnsinnig geschickt. Er war geschickt auf seinem Gebiet mit dem absoluten Augenmaß, wie ich es nenne, mit dieser Gestaltungsfähigkeit. Aber er war auch zu wenig da. Er machte vielleicht auch zu viel. Seine Präsenz war nicht so dicht, also die reine Anwesenheit in Ulm, da konnten sich eben andere natürlich dann ihre Bereiche und ihre Macht irgendwie schaffen und ausdehnen und den Bill mehr und mehr zurückdrängen. Bill hätte wahrscheinlich dort wohnen müssen, aber er wohnte ja immer noch in der Schweiz und pendelte hin und her. Und er hätte wirklich präsent sein müssen und hätte das unter Kontrolle halten müssen. Das war wahrscheinlich sein großer Fehler, den er gemacht hat. Gut, er hat dann natürlich andere schöne Dinge gemacht und ist ein bisschen frustriert gegangen. Ja, es gab ja Anfang der 50er Jahre gab es ja auch diese Designkongresse in Aspen in den USA. Und da ist ganz klar, da hat es auch diese Teilung gegeben. Die amerikanischen Designer waren verkaufsorientiert und Bill, dem ging es um die gute Form, um die gute Gestaltung. Und wie Erich sagte, das ist ein Kapitalismusproblem. Dann kam die Wegwerfgesellschaft und die haben dann lieber alle 3 Jahre wieder was Neues produziert und nicht etwas, was länger hält. Was aber eben auch aus dieser Notwendigkeit kam nach dem Krieg, dass man erstmal alles wieder brauchte und es einigermaßen solide sein sollte. Also eben, das sind so Wechselwirkungen, ne? Haben Sie ein konkretes Beispiel für mich, so Schlüsselwerke, die an der HFG entstanden sind, die Sie aussagekräftig genug finden, um für die ganze Schule zu stehen, sagen wir mal so, oder für die Ära Max Bill? Naja, also Bill war da selber in der Architekturabteilung, aber Design wurde dann ja auch von Güsselow gemacht. Und also klar, der Schneewittchen, nicht Schneewittchen-Sarg, wie hieß dieser Schallplattenspieler? Doch, Schneewittchen-Sarg. Schneewittchen-Sarg.
Ich merke schon, ich mag mich nicht auf Einzelsachen festlegen. Ja, das ist gut. Aber ich, Ja, da sind wir deutlich voneinander unterschiedlich. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Also ursprünglich, das Grundstück, das hatte der Wehrmacht gehört. Deutschland hat quasi den Boden gestellt. Amerikaner haben diese 1 Million gegeben, mit der man eben nicht alles realisieren konnte. Es war ja noch ein zusätzlicher Studentenwohnturm geplant und so. Und Bill hat ursprünglich mit Stahl und Glas bauen wollen und es gab eine Zusage der deutschen Industrie, dass die das sponsern würden. Und dann gab es eine Verleugnungskampagne von einem, der vorher ein Gestapo-Spitzel war und der gesagt hat, das sind alles Kommunisten. Und da mussten die Amerikaner wieder anfangen zu recherchieren, ob das nun zutrifft oder nicht. Und da gibt's auch wieder Anfragen von den Amerikanern über eine Botschaft in Stuttgart bei den Schweizer politischen Behörden. Und dann am Anfang steht Max Bill, Anwalt. Dann schreiben die, gegen den liegt nichts vor. Also eben war ja kein Anwalt, war ja Architekt und so. Und dann kommen wieder Anfragen. Und das hat das Ganze sehr verzögert auch wieder. Und also die Stahlindustrie hat dann ihr Angebot zurückgezogen und drum musste dann mit Holz und Glas gebaut werden. Und was man auch... mit Beton. Ja, und also Holz bei den Fenstern, wo man sonst eben vielleicht Stahlrahmen genommen hätte. Und was man eben in Ulm spürt und auch hier an diesem Haus, was 67, 68, also nach dem, was er von Ulm für sich selber gelernt hatte, Bill hat einfach gesagt, er baut auf Volumen und es ist wie autark organisiert, also wie ein Dorf, was innerhalb von sich selber funktioniert und man hat einfach ein sehr gutes Raumgefühl. Und wie einmal ein anderer Architekt in Bezug auf das Theater, was Bill in Lausanne gebaut hat, gesagt hat, die Architektur stört nicht. Der Bill hat schon natürlich auch auf Ästhetik geachtet, aber er hat nicht die große Geste gemacht, um sich als Architekt zu verwirklichen, wie das eine Zaha Hadid oder andere Architekten machen. Ja. Ich bin ganz gespannt darauf, wenn Sie nach Bernau kommen im August, weil als ich in Ulm war, habe ich gedacht, als erstes, ich komme nach Bernau. Ja. Und guck mir die Bundesschule an, weil es eben auch in das Gelände so maßgerecht eingepasst ist und der ganze Aufbau der Schule, auch von innen mit diesen Betonträgern, die in abgeänderter Form eben auch in Bernau genauso von Meyer und Witwer geplant wurden. Und dieses ganze Lichtdurchflutete, wovon Sie vorhin gesprochen haben, das werden Sie auch in Bernau finden. Das ist, also mir ist das wie Schuppen von den Augen gefallen, dass, obwohl Max Bill zu der Zeit ja gar nicht mehr am Bauhaus war, als die Schule fertiggestellt wurde, aber natürlich wurde das Projekt ja auch in der Bauhauszeitschrift veröffentlicht und sicherlich auch am Bauhaus diskutiert. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen, wenn Sie dann da sind. Der Claude Schneid hat gesagt, eigentlich Bill habe wahrscheinlich dort abgekupfert in Bernau. Aber Bernau liegt ja nicht an einem Hang, oder? Doch, hat 5 Meter Gefälle. Der hat auch Gefälle. Aber es liegt nicht auf einem Berg, sondern es geht quasi runter auf eine Lichtung auf. Ja. Und es ist so innerhalb eines Kiefernwaldes gelegen. Ich würde nicht sagen, dass er abgekupfert hat. Ich glaube schon, dass er sich hat inspirieren lassen, aber es ist deutlich moderner, anders modern, einfach 50er Jahre modern und nicht mehr 30er oder 20er Jahre Ariel Sharon war ja der Bauleiter. Richtig. Von Hannes Meyer. Das war ein Kommilitone von Max Bill. Und mit dem blieb er auch in Kontakt. Und er hat auch mal Siedlungshäuser, also Notsiedlungen für Israel entworfen, wo ich die Pläne dafür habe, nicht hier im Haus, im Depot in der Stadt, die nicht gebaut wurden, weil sie dann einen schwedischen Entwurf realisiert haben, der noch günstiger war, noch billiger war, der aber dann nicht so hitzebeständig war. Und genau das Jahr 1929, was Bill da gemacht hat, das ist ein schwarzes Loch oder ein weißes Loch. Man weiß das nicht so genau. Und ich nehme auch an, dass er wie doch ab und zu auch nochmal am Bauhaus war, ohne Studiengebühren zu zahlen. Und er war auf jeden Fall 1929 in Berlin, weil er hat in einer anarchistischen Zeitung Annoncen gemacht, dass er Arbeit sucht, nur ganz moderne Architektur. Und entweder
Also hat eine für Dessau gemacht und eine für Zürich. Das heißt, er wäre dahin gegangen, wo er hätte arbeiten können, würde ich daraus schließen. Aber das wäre wirklich interessant, das nochmal herauszufinden, wenn man es irgendwie herausfinden könnte, weil ich weiß, dass mehrere Studierende vom Bauhaus dort, also nicht nur als Bauleiter, sondern auch auf der Baustelle beispielsweise als Praktikanten mitgearbeitet haben. Konrad Püschel beispielsweise, der war als Maurergehilfe dort. Dann waren ja auch ganz viele andere Leute einfach dort. Also Gunter Stölzel hat schwanger mit der ersten Tochter Ariel Sharon in Bernau besucht. Da gibt es sogar ein Foto von. Und das Baubüro war ja in Berlin für diese Bundesschule. Das wäre doch wirklich interessant zu wissen, ob Max Bill, also ich gehe eigentlich fast davon aus, dass Max Bill in irgendeiner Art und Weise damit in Berührung gekommen ist, vor allen Dingen, wenn er mit Ariel Sharon befreundet war. Denn in den Bauten, die Sharon dann für Israel realisiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich immer wieder ganz viel Bundesschule. Und nun ist natürlich die Frage, das war ja eine kollektive Arbeit. Und man kann das heute, auch wenn es schön wäre, so als Kunsthistoriker das auseinander zu dividieren, aber das war ja gar nicht gewollt von Meyer, sondern die sollten voneinander lernen. Und auch die Lehrenden sollten von ihren Schülern lernen. Und ich gehe fast davon aus, weil Hannes Meyer und auch Hans Witwer hinterher nicht mehr so gebaut haben, dass viele Elemente aus dieser Bundesschule aus der Feder von Ariel Sharon stammen. Und da hat er vorher schon in Israel gebaut gehabt. Richtig. Ja. Habe ich übrigens auch einen Podcast zugemacht mit dem Enkel von Ariel Sharon, mit Ariel Aloni, der selber auch Kunsthistoriker ist und in New York mit seiner Mutter, mit der Yael Aloni, hatte ich eine Korrespondenz und sie hatte mir auch einen Originalbrief von Bill an Sharon geschickt. Ich hatte noch was, war noch was? 31, genau. 1931 war Bill dann noch mal in Berlin. Da war die Deutsche Bauausstellung und da hat sein Freund Ernst F. Burkhardt, der Architekt, der das Corso umgebaut hat, wo Bill da oben die Schrift gemacht hat der den Schweizer Pavillon gemacht und Bill hat dazu den Ausstellungskatalog, wunderschönes Cover gemacht. Und da hat der Boot nochmal gesehen, also da waren die Bauhausleute nochmal da. Und danach war er, also dann während der Nazi-Zeit sowieso nicht mehr in Deutschland. Herr Schmid, Sie wollten noch mal ein konkretes Schlüsselwerk von der HFG Ulm für mich doch noch mal beschreiben. Ja, ich habe ja eigentlich alle Filme gesehen, die über die HFG gemacht wurden und auch dort entstanden sind. Ich habe mich natürlich damit befasst, um Bilder zu suchen für diesen Bildfilm. Und es gab einen Auftrag in Ulm von einem Schlachthof, ein neues Messer zu gestalten, weil man hat gesehen, dass die Schlachter ständig verletzte Finger hatten. Und dann gingen eben diejenigen Leute, die damit beauftragt wurden vom Design, von der Produktgestaltung her, gingen dann in diese Fabrik und schauten, was da abgeht und haben dann ein Messer gestaltet, ganz von den Bedürfnissen her. Also das heißt, Design zu machen, eben nicht von der Idee des Gestalters, sondern eben von den Bedürfnissen her. Und dann haben sie eben gesehen, haben sie mit diesen Schlachtern, mit den Arbeitern geredet, haben gesehen, dass die beim Zeigefinger Narben haben, tiefe Narben, die von einem Messer kommen, das vom Griff direkt zur Klinge kommt. Und dann haben sie ein Messer gemacht mit einem Griff, der da so eine Ausbuchtung hat für den Zeigefinger, wo man sich dann eben nicht mehr verletzt. Das habe ich in einem Film gesehen über Ulm und finde das ein sehr eindrückliches Beispiel, wie sie eben offenbar gearbeitet haben und eben im Dienste der Gesellschaft, im Dienste eben des Gebrauchs. Und dann ist es auch noch ein schöner Griff. Dann haben sie auch noch die Schönheit hineingebracht. Und dann kommt man wieder natürlich auf den berühmten Ausspruch, warum Max Bill überhaupt dort Architekt war von dieser Hochschule, warum er dann auch Rektor wurde von der Hochschule. Wesentliches dazu hat natürlich beigetragen seine Vorträge schon in Ende der 40er Jahren, wo es ging um die Schönheit
Ausfunktion und Als-Funktion, also beides zusammen, dass auch die Schönheit eine Funktion hat und die gute Form natürlich, die mit eine Rolle gespielt hat, dass man Bill anerkannt hat. Er hat sich durchgesetzt gegen Widerstand zum Beispiel des Schweizerischen Werkbunds mit dieser Ausstellung, die gute Form, die dann ja überall getourt ist, und das hat ihm sicher auch dann die Türen in der Bundesrepublik geöffnet. Was Erich sagt, das stimmt auch wieder nur teilweise, weil es haben die Amerikaner entschieden, also eben die Besatzungsmacht, wer da Direktor in Ulm wird. Und die haben nicht die Deutschen genommen, weil es hat sich in dieser Kampagne dann auch gezeigt, dass die Inge Scholl auch im Bund Deutscher Mädchen war und also keine Kommunistin. Und es ist auch auf dieser Harvard-Ebene. Gropius hat dann ja in Harvard unterrichtet und McCloy, der amerikanische High Commissioner, hatte in Harvard studiert. Also es ist auf dieser intellektuellen Ebene, und Gropius hat dann ein Telegramm zugunsten von Max Bill an die Tagung geschickt im Taunus, wo eben McCloy, wo Bermann Fischer, das Verlegerehepaar, Inge Scholl und Ottel Eicher. Inge Scholl und Ottel Eicher waren auch im Vergleich zu Bill natürlich viel zu jung und hatten nicht so viel vorzuweisen und waren in dieser Nazi-Zeit ja völlig abgeschnitten von der Information. Und dass Gropius dieses Telegramm geschickt hat, das hat den Ausschlag gegeben, dass die Amerikaner den Bill gewählt haben. Würden Sie sagen, dass die Hochschule für Gestaltung in Ulm ein würdiger Nachfolger des Bauhauses, oder dass es tatsächlich ein Nachfolger des Bauhauses geworden ist, auch inhaltlich gesehen? Also Bill hatte sich ja bemüht, also die Nonne Schmidt war Dozentin. Er hat den Walter Peterhans geholt aus Amerika. Peterhans, der die Fotoabteilung am Bauhaus geleitet. Also Lucia Moli ist nie angefragt worden, ob sie Dozentin sein würde. Also Bill war aber schon weg. Er hat dort den Peterhans nicht mehr persönlich kennengelernt gehabt, aber er war dann unter Mies noch dort an der Schule und ist dann eben auch nach Chicago emigriert, und Bill hat ihn aus Amerika wieder nach Deutschland geholt, und da hat er sich eben vorher erkundigt, und die Albersen haben geschrieben, das sei ein Womanizer, den solle er nicht nehmen. Und Nonne Schmidt hat gesagt, er war in der KPD, in der Deutschen Kommunistischen Partei. Da hat der Bill dann gefunden, also das spreche ja nicht gegen ihn. Ne? Und mit dem Womanizer, auf das ist er gar nicht eingegangen, weil Bill hatte seine Ehefrau in Zürich, aber eine HFG-Studentin als seine Geliebte in Ulm. Seine Ehefrau wollte nicht mit nach Ulm ziehen, die Binja. Und dann eben kam Albers, hatte er diese wirklichen Bauhausleute da, und er selber war ja auch ein Bauhausmensch. Und das war auch der Itten war sogar mal da, aber nur mal eine Woche lang. Den hat er sich wirklich geholt, nachdem er ihn weggeekelt hatte. Mhm. Haben diese Leute, die vom Bauhaus kamen, die am Bauhaus entweder unterrichtet oder studiert haben, auch inhaltlich tatsächlich weiter so gearbeitet wie am Bauhaus, oder war das eine Weiterentwicklung der Bauhauslehre? Also das sind dann wieder spezielle Untersuchungen, die ich nicht gemacht habe. Woran Bill wirklich gelegen war, war das System vom Bauhaus, diese Grundlehre, dass die Leute sich erstmal untereinander kennenlernen und dass man dann erst in die Fachgebiete geht, weil dann weiß man, wen man kontaktieren kann, wenn man gewisse Aufgabenstellungen dann gemeinsam anschauen möchte. Mhm. Also Albers muss ein begnadeter Dozent gewesen sein. Das wird von allen Seiten gesagt. Es sind ja auch viele in die Welt gezogen und haben als Lehrende an verschiedenen Hochschulen unterrichtet in der Welt und haben sich immer auf Albers bezogen. Ja. Ne? Also Otti Yamawakis und Mitsutani ja genauso, die das nach Japan gebracht haben beispielsweise. Frau Thomas, würden Sie mir die Geschichte über die Skulptur Kontinuität von Max Bill noch erzählen? Oh, das ist aber eine lange Geschichte. Weil
Die Grundform war aus Metall. Die erste, die er ausgestellt hatte in Zürich im Seefeld in der Galerie des Eaux Vives. Und aus der hat er in den 40er Jahren dann eine Kalkputzversion gemacht für eine Ausstellung, die von Hans Fischli kuratiert wurde. Aber Fischli war so großzügig, dass er zu Bill gesagt hat, er könne sich selber den Ort da im Arboretum beim Zürichsee auswählen, wo er die Skulptur aufstellen möchte. Und Bill hat Findlinge gebracht, auf die er die Skulptur aufstellen ließ, um nochmal besonders auf diesen Kontrast zwischen Natur und Kunst hinzuweisen. Und das war eine Skulptur, die Kontinuität hieß und die von wichtigen Fotografen damals auch fotografiert wurde, von Herdegg und auch von Benja Bill. Und sie wurde noch nicht besonders gut verstanden von der Mehrzahl der Bevölkerung, aber einzelne Kunsthistoriker wie Georg Schmidt, der Linke aus Basel, oder der Architekt Ernesto Nathan Rogers, die haben sehr ausführlich sich damit beschäftigt, haben gesagt, es ist ein Raum-Zeit-Kontinuum und haben das Neue daran gesehen und gewürdigt. Diese Skulptur, also die Kontinuität, die war dann aufgestellt in Gips. Auf diesem Arboretum heißt das, ein Park am Zürichsee. Und diese Kalkskulptur der frühen Ausführung dieser Kontinuität, die wurde dann zerstört. Und zwar angeleitet von einem ehemaligen nazifreundlichen Gartenbauinspektor, der junge rechtsgerichtete Studenten animiert hat, am 20. April 1948 diese Skulptur zu zerstören. Das war kurz nach dem Sechseläuten. Das ist eigentlich eine Manifestation wie ein Fasching der obersten 10.000 Leute hier in Zürich. Der Zünfte und so weiter. Der 20. April war übrigens auch der Geburtstag von Adolf Hitler. Ich meine, es sei eigentlich kein Zufall, dass diese ehemalige nazi-deutsche Kulturzerstörung an diesem Datum auf diesem Platz da unten ihre Fortsetzung gefunden hat. Henry van der Velde hat dann handschriftlich einen wunderbaren Brief geschrieben, hat die Les Crapauds oder diese Kröten, die das da zerstört haben. Ja, und dann ganz viele Jahre später kam dann die Deutsche Bank und wollte von Bill eine Skulptur haben, eben diese da. Die Kontinuität. Es war vielleicht, ich weiß es nicht, ob die tatsächlich so weit gedacht haben, aber wenn Sie da die Geschichte kannten, die Deutsche Bank, dann wäre es ja fast wie so eine Wiedergutmachung gewesen, um dann vor dieser Deutschen Bank diese Skulptur zu bestellen. Die hat man dann in Granit herstellen lassen, also eine fast 5 Meter hohe. Für 2 Granite gebürgt, weil man kann in Granit ja nicht reinschauen. Und wenn da irgendeine Ader drin gewesen wäre, wo es gebrochen hätte oder so, dann hätten sie noch eine zweite gesponsert. Und das war dann, glaube ich, 3 Jahre, wurde von einer anarchistischen Kooperative in Carrara dann daran gearbeitet. Also erstmal die aus Sardinien überhaupt da nach Carrara den Block zu transportieren und so. Und nachher ist es auf dem Schiff zum Teil transportiert und dann in Frankfurt musste es unter den Oberleitungslinien durchgehen und es mussten alles Ingenieurbüros berechnen. Ne? Ernst Scheidegger hat damals einen Teil dieser Arbeiten gefilmt und es gibt einen extra Film nur über die Kontinuität. Ja. Also meine wirklich jetzt aber allerletzte Frage ist, welche Bedeutung hat Max Bill für die Kunst und Architektur der Schweiz oder auch die internationale Kunstwelt? Ich könnte es höchstens intuitiv beantworten. Ja. Ich würde sagen, von seinem Universalismus her hat er sicher eine große Bedeutung. In der Skulptur, für die Skulptur hat er den Premium Imperiale bekommen. Da hat er natürlich die internationale, wahrscheinlich größte
Anerkennung bekommen, die man überhaupt weltweit bekommen kann. Also es liegt nicht einmal an uns, ihn, sagen wir mal, zu beurteilen oder ihn irgendwo in einen Rang der Künstler einzuordnen. Ich finde einfach, ja, was er gemacht hat im Dienste der Gesellschaft ist wirklich beachtlich und ich kenne keinen anderen Künstler in der Schweiz, der in diesem Umfang und in dieser Bedeutung und auch mit dieser internationalen Ausstrahlung in diesen verschiedenen Diversitäten diese Ausstrahlung hatte wie der Bill. Aber ich bin natürlich nicht Kunsthistoriker und ich kann ihn in diesem Sinne auch nicht beurteilen. Ja, und international wird in Lateinamerika und überall zu ihm gearbeitet. Wir bekommen immer wieder Anfragen, Rechercheanfragen. Oder im letzten Jahr waren wir mit Erichs Bill-Film in 2 Universitäten in China und in der Schweizer Botschaft, wo ein Filmfestival war. Und ein chinesischer Professor, der selber ein Buch vom Bauhaus bis Ulm geschrieben hat, der hat geweint, als er den Film gesehen hat, weil er gesagt hat, vorher war alles für ihn, waren Bücher, war Papier und jetzt hätte er wie den Menschen kennengelernt durch Erichs Film. Also auch in China ist das Interesse enorm am Bauhaus. Und überhaupt, also auch der Bill. Wenn wir die Zeitungen lesen, treffen wir ihn eigentlich fast jede Woche einmal in irgendeiner Zeitung an. Heute noch. Das ist schon sehr beachtlich. Und wenn wir Führungen machen, kommen auch viele Leute. Und wenn wir Veranstaltungen machen, ist das Interesse auch ziemlich groß. Wir haben das Haus meistens voll, wenn wir irgendetwas machen. Unsere Zeit ist ja gemessen. Das hört man vielleicht im Podcast auch an unseren Stimmen. Die sind nicht mehr die Stimmen von 20- oder 30-Jährigen, sondern wir haben schon ein bisschen das Drin des Alters. Und wir würden eigentlich gerne dieses Haus öffnen, also aus der öffentlichen Figur, die Bill war, vielleicht diesem Bild dieser Öffentlichkeit wieder zurückgeben, weil wir sind ja nicht privat. Wir haben ja keine privaten Ansprüche an ihn, sondern die Ansprüche, die an ihn gestellt sind, die sind öffentlich. Und wir hoffen natürlich, dass wir dieses 3 Hektaren große Gelände hier einmal öffnen können. Vielleicht erst posthum, wenn wir nicht mehr sind, wäre auch eine schöne Eröffnung. Und wenn man das Haus brauchen würde als Haus Bill, als Haus, Wohn- und Atelierhaus von Max Bill, das man besuchen kann und wo man diese Sachen, die wir jetzt Ihnen mitgegeben haben im Podcast, vielleicht weitertragen kann in ein breiteres Publikum. Das wäre unsere Perspektive. Wäre sehr schön. Die Schweiz als Land, als Staat hat bis jetzt kein Interesse gezeigt. Vielleicht findet sich jemand in Deutschland oder es gibt sonst jemand, der vielleicht Interesse hat und die nötigen Mittel, um das zu betreiben, weil es kostet natürlich auch etwas. Das ist meistens das Erste, was man hört, aber es ist doch so einzigartig, dieses ganze Gelände, diese ganze Liegenschaft, dass man sie weiter im Sinne von Max Bill und der Öffentlichkeit bewirtschaften sollte. Dankeschön.